Herzlich willkommen zu einem neuen Video von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Wir hatten euch bereits im Vorfeld gezeigt, was zum einen der JTL Connector ist, dass damit Online-Shops verschiedener Systeme mit JTL Wavi verbunden werden können und wie das Ganze beispielsweise für Shopify funktioniert. Doch dabei gibt es ein paar Dinge spezifisch für Shopify zu beachten, die wir euch in diesem Video einmal näher bringen werden. 6 Hinweise, wenn ihr Shopify mit JTL Wavi nutzt. Sollten euch jedoch noch andere E-Commerce und Online-Marketing-Themen interessieren, dann gibt es eine kleine Neuerung auf unserem Kanal. Wir haben für euch eine Kanalmitgliedschaft für den eBakery YouTube-Kanal eingerichtet, mit der ihr für 99 Cent Mitglied werden könnt und somit Zugang erhaltet. Dazu einfach unter dem Video auf Mitglied werden klicken, dieses noch einmal bestätigen und eure gewünschte Zahlungsmethode auswählen. Damit unterstützt ihr die Produktion unserer Videos und erhaltet zeitgleich weiteren Mehrwert in Form von Videos und wöchentlichen Livestreams. Nun aber direkt zu den Hinweisen. Nummer 1 betrifft die Mehrsprachigkeit. Dieses kann durch die Existenz mehrerer Shopify-Shops in unterschiedlichen Sprachen erreicht werden. Die gute Nachricht ist, eine zentrale Verwaltung per JTL Wavi ist gewährleistet. Es muss jedoch für jeden Sprachshop ein eigener Connector eingerichtet werden und letztendlich dann in den Einstellungen des Connectors im Kundencenter die jeweilige Sprache gesetzt werden. Wie ihr beides miteinander verbindet, könnt ihr unserem Video oben rechts entnehmen. Nummer 2 hat mit Shopify Collections zu tun. Das sind quasi automatisierte Kategorien, die Produkte nach bestimmten Kriterien organisieren. Das hilft euren Kunden, schnell und einfach das richtige Produkt zu finden. Soweit, so gut. Es gibt jedoch 2 Arten von Shopify Collections. Die Custom und die Smart Collections. Custom oder auch manuelle Collections werden, wie der Name schon verrät, manuell angelegt und sind damit auch von JTL Wavi steuerbar. Smart Collections, die sozusagen sich selbst aufgrund gegebener Bedingungen, wie beispielsweise ein Preis günstiger als $22, zusammensetzen. Diese sind in JTL Wavi nicht steuerbar. Von daher werden bei einem Import nur Custom Collections importiert. Behaltet das im Hinterkopf. Nummer 3 ist eher ein Tipp, und zwar legt für alle Shopify-Konnektoren eine eigene Wurzelkategorie in JTL Wavi an. JTL selbst schreibt dazu: In Shopify gibt es nur ein Kategorielevel. Aus diesem Grund wird ein Artikel, der einer Unterkategorie angehört, bei einem Abgleich der jeweilig höchsten übergeordneten Kategorie, also Level 1, zugeordnet. Von daher wäre es ratsam, eine eigene Wurzelkategorie für den Connector anzulegen. Nummer 4 betrifft die Variantenartikel. In Shopify besteht ein Variationsartikel aus einem Produkt, an dem Produktvarianten hängen. Bilder können nur dem Produkt zugeordnet werden. Allerdings ist es möglich, ein einziges Bild mit einer Produktvariante zu verknüpfen. Um das in JTL Wavi abbilden zu können, werden alle Produktbilder dem Vaterartikel zugewiesen. Lediglich das Bild, welches mit einer Produktvariante verknüpft ist, wird in JTL Wavi am entsprechenden Kindartikel hinterlegt. Aufgrund der Einschränkung, dass in Shopify nur ein Produktbild mit einer Produktvariante verknüpft werden kann, wird bei einem Abgleich lediglich das Bild mit der höchsten Priorität eines Kindartikels hochgeladen. Achtet hier also auf die Prioritätenvergabe. Unsere Nummer 5 ist ein Thema, das wir erst in der letzten Folge behandelt haben: die Shopify Metafelder. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann schaut im oben rechts verlinkten Video rein. Doch wie werden diese Felder in JTL Wavi verwaltet? Über Attribute. Deshalb ist es wichtig, dass folgende Checkboxen in den Einstellungen des Connectors im Kundencenter gesetzt werden. Metafeldattribute beginnen immer mit Meta-. Das Attribut MetaField repräsentiert also ein Metafeld mit dem Namen Field. Metafelder in Shopify besitzen einen Namespace. Der Namespace kann durch einen Doppelpunkt an den Namen des Attributs angehängt werden. Ist dieser nicht angehängt, wird der Namespace global verwendet. Metafelder in Shopify haben außerdem einen Typen. Der Typ wird ebenfalls durch einen Doppelpunkt an dem Namen des Attributs angehängt. Ist kein Typ im Attributennamen angegeben, dann wird standardmäßig der Deprecated-Typ String verwendet. Der Standardtyp String wird längerfristig durch einen Nicht-Deprecated-Typ ersetzt. Welche Metafeldtypen existieren, kann folgendem Link entnommen werden. Diesen findet ihr auch noch einmal in der JTL-Doku. Und unsere Nummer 6 liegt auf der Hand, wird aber immer wieder vernachlässigt, was zu großen Problemen führen kann. Die Datenbanksicherung.
Beim Transfer großer Datenmengen kann es zu Fehlern kommen, die die Integrität der Daten gefährden. Stellt daher unbedingt sicher, dass ihr eure Datenbank von JTL Wavi vor Einsatz des JTL-Connectors sichert. Insbesondere bevor ihr den Online-Shop-Abgleich startet. Des Weiteren plant genügend Zeit ein. Gerade bei vielen Bilddateien kann das eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Das waren unsere 6 Hinweise, wenn ihr Shopify und JTL Wavi mittels JTL Connector verbunden habt oder es in Zukunft plant. Gerne führen wir von eBakery den Prozess durch und unterstützen euch sowohl als Shopify-Agentur als auch JTL-Agentur. Macht es gut, euer eBakery-Team!